Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo auch von mir. Wir sind bei Tag 96 unseres B1-Kurses. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Absolut. Wir bauen ja auf dem A2-Teil auf, den wir erfolgreich abgeschlossen haben. Und unser Ziel bleibt dasselbe, oder? Genau. Jeden Tag 15 neue, super wichtige Wörter für deinen Alltag in Deutschland, damit du dich sicher fühlst, egal in welcher Situation. Und auch heute gibt es zur Mini-Story am Ende wieder ein separates Video mit Fragen. So kannst du ganz einfach testen, ob du alles verstanden hast. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und wir empfehlen euch natürlich wieder unsere Lieblingsmethode. Ah ja, die Shadowing-Methode. Genau. Hör uns einfach zu, pausiere kurz die Aufnahme und sprich dann die Sätze und Wörter laut und deutlich nach. Das hilft wirklich enorm bei der Aussprache. Definitiv. So. Und heute haben wir ein Thema, vor dem, glaube ich, viele ein bisschen Respekt haben. Oh ja. Das kann ich mir vorstellen. Es geht um Behörden und Ämter. Puh, ja. Das klingt erstmal kompliziert. Aber wir versprechen euch, mit dem richtigen Vokabular wird alles viel, viel einfacher. Absolut. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Am Ende fassen wir nämlich alle Wörter in einer kleinen Alltagsgeschichte zusammen. Damit ihr seht, wie man sie im echten Leben benutzt. Also, fangen wir an. Legen wir los. Okay, unser erstes Wort heute ist die Grundlage für alles. Es ist die Behörde. Ja, die Behörde. Also, eine Behörde ist im Grunde eine staatliche Institution. Ein Amt. Ein Ort, wo man offizielle Dinge regelt. Sowas wie das Rathaus oder das Bürgeramt zum Beispiel. Genau, das sind typische Behörden. Dort meldest du deine Wohnung an oder beantragst einen neuen Ausweis. Verstehe. Auf Englisch wäre die Behörde dann Authority oder auch Public Agency. Richtig. Ein einfacher Beispielsatz wäre: Wenn du einen neuen Pass brauchst, musst du zur Behörde gehen. Das ist klar. Okay, dann direkt das nächste Wort, das passt super dazu. Amtlich. Ja, amtlich. Das ist ein Adjektiv und beschreibt etwas, das offiziell ist. Also wenn etwas vom Staat oder eben von einer Behörde kommt. Ah, also zum Beispiel ein Brief mit einem offiziellen Stempel drauf. Perfektes Beispiel. Genau. Ein Brief mit einem Stempel oder einem offiziellen Logo ist ein amtliches Schreiben. Okay, und auf Englisch? Auf Englisch sagt man official. Also könnte ich sagen, ich habe ein amtliches Schreiben vom Finanzamt bekommen. Genauso. Das bedeutet, es ist ernst und wichtig. Alles klar. Das nächste Wort ist auch so ein super wichtiges Dokument, die Urkunde. Oh ja, die Urkunde. Eine Urkunde ist ein sehr, sehr wichtiges offizielles Dokument. Es bestätigt etwas ganz Grundlegendes. Wie zum Beispiel die Geburtsurkunde. Das ist das klassische Beispiel. Oder eine Heiratsurkunde. Das sind Dokumente, die man sein Leben lang gut aufbewahren muss. Auf Englisch ist die Urkunde ein Certificate. Richtig. Und ein Satz dazu wäre: Für die Heirat braucht man seine Geburtsurkunde. Man muss sie also zum Amt mitbringen. Verstehe. Und wenn wir schon bei Dokumenten sind, die man mitbringen muss, der Nachweis. Ja, der Nachweis. Das ist auch ein Dokument, aber es beweist etwas Aktuelles. Es ist nicht ganz so fundamental wie eine Urkunde. Was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel ein Dokument, das beweist, dass du deine Miete bezahlt hast. Oder dass du ein bestimmtes Einkommen hast. Ein Kontoauszug kann ein Nachweis sein. Ah, okay. Es beweist also einen Fakt. Auf Englisch wäre das Proof oder Evidence? Genau. Und die Behörde sagt dann vielleicht zu dir: Die Behörde möchte einen Nachweis über ihr Einkommen sehen. Und den muss man dann zeigen. Richtig. Das nächste Wort ist die Genehmigung. Das klingt nach Erlaubnis. Das ist es auch. Eine Genehmigung ist eine offizielle, meistens schriftliche Erlaubnis von einer Behörde. Wofür braucht man denn so eine Genehmigung? Naja, zum Beispiel, wenn man ein Haus bauen will. Man darf nicht einfach so anfangen. Man braucht die offizielle Genehmigung vom Bauamt. Macht Sinn. In Englisch wäre das dann ein Permit. Exakt. Also, wenn man ein Haus bauen will, braucht man eine Baugenehmigung. Klar. Und unser letztes Wort in dieser ersten Runde? Die Vollmacht. Das klingt sehr mächtig. Haha, ja, ein bisschen. Eine Vollmacht ist ein Dokument, mit dem du einer anderen Person erlaubst, in deinem Namen etwas Offizielles zu tun. Also wenn ich zum Beispiel krank bin und nicht selbst zum Amt gehen kann. Genau dann. Dann kannst du deinem Partner oder einem Freund eine Vollmacht schreiben. Dann darf diese Person dich vertreten. Sehr praktisch. Auf Englisch ist das, glaube ich, Power of Attorney. Das ist richtig. Ein Beispielsatz wäre: Ich kann nicht zum Termin gehen, aber ich gebe meinem Mann eine Vollmacht. Super.
Das waren jetzt die wichtigsten Nomen, die Grundlagen sozusagen. Genau. Jetzt wissen wir, worüber wir reden. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, was man bei der Behörde eigentlich tut. Die Verben also. Okay, das erste und vielleicht wichtigste Verb. Beantragen. Ja, beantragen. Das bedeutet, einen offiziellen Antrag zu stellen, um etwas zu bekommen. Man bittet also förmlich um etwas. Zum Beispiel Kindergeld oder einen neuen Personalausweis. Genau. Das sind Dinge, die man nicht einfach so bekommt. Man muss sie offiziell beantragen. Auf Englisch ist das to apply for. Und die Perfektform ist hier ganz wichtig. Absolut. Im Perfekt sagt man, hat beantragt. Also zum Beispiel, wir haben letztes Jahr Wohngeld beantragt. Ein perfekter Satz. Und dann hofft man, dass es klappt. Haha, ja. Und wenn man etwas beantragt, dann muss man ja oft Dokumente abgeben. Dafür gibt es auch ein spezielles Verb. Einreichen. Richtig, einreichen. Das bedeutet, Dokumente oder einen Antrag offiziell abzugeben. Also man übergibt sie der Behörde, entweder persönlich am Schalter oder per Post. Es ist also mehr als nur geben. Es ist das offizielle Abgeben. Ganz genau. Das Wort hat so eine amtliche Note. Und auf Englisch? To submit or to file, oder? Ja, das passt sehr gut. Und im Perfekt? Hat eingereicht. Sehr gut. Ein typischer Satz, den man oft hört, ist, man muss den Antrag bis zum Ende des Monats einreichen. Ah, da ist dann eine Frist im Spiel. Meistens ja. Das nächste Verb ist auch sehr häufig. Vorlegen. Ja, vorlegen. Das bedeutet, ein Dokument auf Verlangen zu zeigen. Der Mitarbeiter im Amt sagt zum Beispiel, haben Sie Ihren Pass dabei? Und dann legst du ihn vor. Ja, man legt ihn also auf den Tisch, damit die Person ihn prüfen kann. Genau, man zeigt ihn offiziell. Auf Englisch wäre das dann to present oder auch to submit. Richtig. Und im Perfekt sagt man, hat vorgelegt. Also könnte der Mitarbeiter fragen, können Sie bitte Ihren Pass vorlegen? Exakt. Das ist eine sehr typische Situation im Bürgeramt. Okay. Und wenn man alles eingereicht und vorgelegt hat und alles in Ordnung ist, dann tut die Behörde etwas. Sie wird etwas ausstellen. Ja, ausstellen. Das ist, wenn eine Behörde ein offizielles Dokument für dich erstellt und dir gibt. Also Sie produzieren es sozusagen für mich? Genau, sie fertigen es an. Der neue Führerschein wird ausgestellt. Oder die Meldebescheinigung. Auf Englisch ist das to issue. Und im Perfekt? Hat ausgestellt. Also, die Behörde hat mir einen neuen Führerschein ausgestellt. Ein super Beispiel. Und unser letztes Verb, das ist das, worauf alle hoffen, wenn sie etwas beantragt haben. Bewilligen. Haha, ja. Das ist das magische Wort. Bewilligen bedeutet, dass die Behörde Ja zu deinem Antrag sagt. Der Antrag ist dann genehmigt oder eben bewilligt. Das sind die guten Nachrichten, auf die man wartet. Definitiv. In Englisch wäre das to grant oder to approve. Genau. Und die Perfektform ist? Hat bewilligt. Man könnte also eine E-Mail bekommen oder einen Brief, in dem steht, gute Nachrichten, unser Antrag auf Kindergeld wurde bewilligt. Und dann ist man sehr, sehr glücklich. Das glaube ich. Super, das waren die wichtigsten Verben. So, und bevor wir zur letzten Wortgruppe für heute kommen, eine kurze Info in eigener Sache. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, abonniert gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag im Lernrhythmus und verpasst keine Folge. Genau. Und jetzt weiter mit den letzten Wörtern. Okay, das nächste Wort kennt leider auch jeder, der schon mal bei einer Behörde war. Die Gebühr. Oh ja. Die Gebühr, das ist das Geld, das man für einen Service oder ein Dokument bei einer Behörde bezahlen muss, richtig? Genau. Leider ist fast nichts umsonst. Ein neuer Ausweis, eine Anmeldung, fast alles kostet eine kleine Gebühr. Auf Englisch nennt man das Fee. Richtig, ein Beispiel. Die Gebühr für den neuen Personalausweis beträgt 37 €. Das ist sehr konkret. Und ein sehr realistischer Satz. Leider ja. Okay, das nächste Wort ist ein Adjektiv, das man unbedingt kennen muss, um nicht von A nach B geschickt zu werden. Es ist zuständig. Ja, zuständig. Das ist super wichtig. Es beschreibt, welche Person oder welche Abteilung für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist. Ah, also man muss immer die zuständige Stelle finden. Exakt. Wenn du eine Frage zu deiner Steuer hast, ist das Finanzamt zuständig, nicht das Bürgeramt. Gehst du zur falschen Stelle, können sie dir nicht helfen. Das ist eine der wichtigsten Regeln in Deutschland, glaube ich. Finde heraus, wer zuständig ist. Absolut. Auf Englisch würde man responsible oder in charge sagen. Also,
Für die Anmeldung der Wohnung ist das Bürgeramt zuständig, nicht das Finanzamt. Perfekt. Genau das ist der Punkt. Nächstes Wort. Erforderlich. Das klingt auch wieder sehr verpflichtend. Es ist auch. Erforderlich bedeutet, dass man etwas unbedingt braucht. Es ist notwendig, es ist Pflicht, es gibt keine Wahl. Also wenn auf einem Formular steht Unterschrift erforderlich, dann muss ich unterschreiben, sonst ist es ungültig. Ganz genau. Es ist keine Option, es ist ein Muss. Auf Englisch wäre das required oder necessary. Richtig. Und ein typischer Satz im Behördenkontext ist, für den Antrag ist ein biometrisches Passfoto erforderlich. Ein normales Foto geht dann halt nicht. Verstehe. Das ist eine klare Anweisung. Ja. Und das letzte Wort für heute passt perfekt dazu. Fristgerecht. Ja, fristgerecht. Das ist auch so ein Wort, das man lieben und fürchten lernt. Haha, erklär mal. Also fristgerecht bedeutet, etwas pünktlich zu erledigen, also vor dem Ende einer Deadline, einer Frist. Nicht zu spät. Pünktlichkeit ist ja sowieso wichtig in Deutschland und bei Behörden ganz besonders. Oh ja, eine Frist zu verpassen kann wirklich negative Konsequenzen haben. Deshalb betonen Sie es immer. Auf Englisch wäre das dann on time oder within the deadline. Genau. Und ein wichtiger Satz ist daher, es ist wichtig, dass Sie die Unterlagen fristgerecht einreichen. Also nicht am Tag danach. Auf keinen Fall. Lieber ein paar Tage vorher, um sicher zu sein. Sehr guter Tipp. Okay, das waren unsere 15 Wörter. Das war eine ganze Menge. Ja, aber sehr, sehr nützliche Wörter. Und um zu sehen, wie die alle im echten Leben zusammenspielen, haben wir jetzt unsere Mini-Story für euch. Hör gut zu. Anna geht zur Behörde. Sie ist in eine neue Wohnung gezogen und braucht eine offizielle Meldebescheinigung. Das ist eine wichtige Urkunde. Am Schalter erklärt ihr ein Mitarbeiter, dass sie dafür zuerst einen Antrag beantragen muss. Für diesen Antrag ist ein Nachweis vom Vermieter erforderlich. Der Mitarbeiter sagt, er selbst sei dafür aber nicht zuständig. Sie müsse die Unterlagen bei seiner Kollegin am Schalter nebenan einreichen. Anna fragt, ob sie dafür auch eine Gebühr bezahlen muss. Der Mitarbeiter nickt und sagt, ja, 12 €. Plötzlich erinnert sich Anna, dass sie auch eine Genehmigung für das Anwohnerparken vor ihrem neuen Haus braucht. Da sie heute keine Zeit mehr hat, alles zu erledigen, fragt sie, ob ihr Mann das auch für sie tun kann. Der Mitarbeiter sagt, ja, das geht, aber nur mit einer schriftlichen Vollmacht von Ihnen. Anna ist erleichtert, sie geht nach Hause, holt alle Dokumente und reicht sie am nächsten Tag fristgerecht ein. Sie muss auch ihren Pass vorlegen. Die Kollegin prüft alles sorgfältig, sie lächelt und sagt, dass der Antrag gut aussieht und sicher bald bewilligt wird. Das neue amtlich aussehende Dokument wird ihr dann in ein paar Tagen ausgestellt und ganz bequem per Post zugeschickt. Anna ist froh, dass alles geklappt hat. So, das war unsere kleine Geschichte. Man sieht, all diese Wörter kommen in so einem kurzen Besuch beim Amt vor. Ja, total. Und wenn man sie kennt, ist man gleich viel sicherer. Man versteht, was die Leute von einem wollen. Genau darum geht es. Das waren unsere 15 Wörter zum Thema Behörden. Jetzt seid ihr wirklich viel besser vorbereitet. Und jetzt seid ihr dran. Übung ist ja bekanntlich alles. Schreibt uns doch mal einen eigenen Satz mit einem der neuen Wörter in die Kommentare. Ja, das ist eine super Übung. Wir lesen die Kommentare und freuen uns darauf. Und wenn ihr keine Lektion verpassen wollt, dann erinnert euch an unseren Tipp. Abonniert den Kanal. Genau, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Morgen wird es übrigens wieder sehr praktisch. Oh ja, was ist unser Thema? Wir sprechen über das Thema Energiesparen im Alltag. Ah, super wichtig. Also wie man bei Strom und Heizung ein bisschen Geld sparen kann. Genau das. Ein Thema, das uns alle betrifft. Super. Dann freuen wir uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Habt einen schönen Tag und viel Erfolg beim Lernen. Bis morgen. Tschüss.